Oh Mann, das hat jetzt echt eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis ich diesen Teil drehen konnte, da dieser Kyushu-Teil ein klein wenig anders ist, da ich mich anfangs erstmal hier vor der Kamera aufhalten werde und euch davon erzähle. Ja, und ihr hört es vielleicht aufgrund einer ziemlich ätzenden Seitenstrang-Angina, die ich die letzten Tage hatte, ist meine Stimme immer noch etwas angeschlagen, aber wenigstens kann ich heute endlich wieder normal sprechen. Ist echt nervig, so lange krank zu sein. Jetzt reicht es aber auch. So, jetzt geht es aber endlich los. Wobei, Moment, eine kleine Info noch vorab. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, der in Zukunft nach Japan reisen möchte. Natürlich, sofern es wieder möglich ist, ne? In der Videobeschreibung unten findet ihr nämlich meinen Affiliate-Link für den JR-Pass. Dieser macht für euch das Reisen innerhalb Japans nämlich enorm leichter. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal davon gehört. Schaut einfach unten in den Link rein, wenn bei euch wieder eine Reise in der Zukunft anstehen sollte. Dort findet ihr nämlich alle nötigen Informationen, auch auf Deutsch. So, wo waren wir stehen geblieben das letzte Mal? Ja, ich entsinne mich, unsere lange Autofahrt durch die Nacht. Wir hatten davor noch überlegt, ob wir eventuell in Kumamoto Halt machen sollten. Aber nach genauerer Betrachtung hätte mich da irgendwie nicht so viel interessiert, bis auf das Schloss. Kumamon, das Maskottchen der Stadt, interessiert mich leider so gar nicht, denn, oh je, jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt, ich mag leider überhaupt keine Bären. Ich kann sie einfach nicht ausstehen und ich weiß nicht warum, das ist schon irgendwie seit meiner Kindheit so. Vielleicht war ich in meinem früheren Leben ein Wildlachs, wer weiß. Daher haben wir lediglich dann eine Pause an einer Raststätte neben Kumamoto auf dem Highway gemacht, bevor es dann nach ein paar Stunden weiterging. Mann, aber ich konnte in dem Auto irgendwie überhaupt nicht schlafen und ich war dementsprechend echt gerädert danach. Nachdem wir in einem Family Restaurant gefrühstückt hatten, ging es dann also zu unserem allerersten wichtigen Spot, dem Heiwa-Koen, dem Friedenspark. Am 9. August 1945 wurde über Nagasaki die zweite Atombombe abgeworfen. Dieser Park wurde zum Gedenken daran errichtet. An der Spitze des Parks sieht man die majestätische Friedensstatue als Symbol für das Versprechen auf ewigen Frieden. Jedes Jahr findet am 9. August dort eine Gedenkzeremonie statt. Auf dem Weg zum Süden des Parks trifft man auf viele Denkmäler verschiedener Nationen, die aus Mitgefühl gestiftet wurden. Es steht dort auch eine Statue aus Deutschland, und zwar das Monument der Freundschaft zwischen den Menschen. Am südlichen Teil des Parks angekommen, erwartet einen die Fountain of Peace, ein Springbrunnen, der an die Opfer erinnert, die nach Explosion der Bombe auf der Suche nach Wasser umkamen. Das Wasser symbolisiert ein Paar Flügel. Auf einer Steintafel davor steht das Gedicht eines Kindes, das über das Leid schreibt, was es erlebt hat. Ich war unerträglich durstig. Es war etwas Öliges auf der Wasseroberfläche, aber ich wollte so sehr Wasser, dass ich es so getrunken habe, wie es war. Steigt man die Treppen hinab und läuft ein paar Meter, befindet man sich bereits im nächsten Park, dem Hypo Center Park, der das Epizentrum der Bombenexplosion markiert. Ein klein wenig weiter weg davon steht eine Statue mit dem Datum und der genauen Uhrzeit. Ich muss ehrlich sagen, beim Anblick dieser Statue kamen mir bereits die Tränen. Direkt daneben befindet sich das Atombombenmuseum, das ich unbedingt besuchen wollte, während unseres Aufenthalts in Nagasaki. Es war dort wirklich sehr, sehr, sehr voll, alles voller Schulklassen. Und ich war irgendwie gefühlt die einzige Ausländerin dort. Ich persönlich finde es sehr gut, dass dies ein Pflichtbesuch an Schulen zu sein scheint. Der Eintritt ist sehr günstig und beläuft sich pro Person auf 200 Yen. Okay, ich muss nun vorab sagen, dass ich dort keinerlei Fotos geschossen habe oder mich getraut habe zu filmen. Es war zwar nicht verboten, ganz im Gegenteil, aber irgendwas in mir hat Nein gesagt und ich konnte mich einfach nicht überwinden, diese ganzen Ausstellungsstücke und Fotos abzufilmen. Das ging einfach irgendwie nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch sonst niemanden dort mit einer Kamera gesehen oder dass jemand mit dem Handy Fotos gemacht hat. Und deshalb wollte ich auch nicht die einzige Person sein, die sowas tut. Ich war außerdem irgendwie viel zu oft damit beschäftigt, meine Tränen zu unterdrücken. Aber ich verlinke euch sehr gerne, so wie ich das eigentlich immer tue, das Museum in der Videobeschreibung. Dort seht ihr nämlich alle Räume und viele Ausstellungsstücke. Die Webseite hat sogar eine deutsche Version. Wenn man das Museum betritt, steigt man erstmal eine große, riesige Wendeltreppe in einer Halle hinab.
Und an der Wand geht so ein Zeitstrahl entlang. Man reist also in die Vergangenheit zurück, während man hinabsteigt. Und dann steht man vor einer Uhr, die zersprungen in einem Glaskasten hängt und auf der man gleich sieht, dass sie zum Zeitpunkt der Explosion stehen geblieben ist. Ein mulmiges Gefühl beschleicht einen beim Betreten der dunklen Räume und man sieht das Tor einer Kirche, die in der Nähe des Epizentrums stand. Und daraufhin kommt man in einen Raum voller Artefakte. Mitunter gehören dazu Gegenstände, die den Opfern gehört haben, wie zum Beispiel eine Bento-Box mit verkohltem Reis, verbrannte Kleidung, kaputtes Spielzeug und viele, viele Fotos von den Opfern. Außerdem sieht man ein originalgetreues Modell der Atombombe Fat Man. Trotz der Filmaufnahmen in Schwarz-Weiß konnte man hinterher nachweisen, dass sie gelb gefärbt war. Und sie wurde, wie ihr auf dem Foto seht, in der Mitte schwarz angemalt, da man undichte Stellen so schneller erkennen konnte. In einem weiteren Raum wird es dann wieder etwas heller und man kehrt langsam wieder in die Gegenwart zurück. Auf einer riesigen Weltkarte sieht man leider Gottes noch, wie viele Atombomben existieren auf der Welt. Und glaubt mir, es sind nicht wenige. Vor allem auch mit einigen Ländern, die im Besitz von Atomwaffen sind, aber keinerlei Informationen rausrücken, wie viele davon sie haben. Also ich muss sagen, nach diesem Museum bist du einfach nur komplett fertig. Du kommst raus und betrittst wieder diesen Park mit den ganzen Denkmälern und denkst dir einfach nur, warum das alles? Leute, lasst doch einfach den Scheiß. Es ist irgendwie so ein gemischtes Gefühl aus Wut und Traurigkeit danach. Aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dieses Museum einmal besucht zu haben. Ich möchte vor allem auch, wenn ich einmal nach Hiroshima fahre, dort auch in das Museum gehen. Also danach brauchten wir erstmal eine Abwechslung und haben uns auf dem Weg zum Glover Garden gemacht. Dieser Garten mit seinen zahlreichen englischen Kaufmannshäusern liegt auf einem Hügel mit beeindruckender Aussicht auf die Stadt Nagasaki. Der Garten ist nach dem schottischen Kaufmann Thomas Glover benannt, der sich im Jahre 1859 in Nagasaki ansiedelte. Glover kam nach Nagasaki, um den neu eröffneten britischen Handelskontor hier zu führen. Doch kurze Zeit später gründete er auch sein eigenes Unternehmen, die Glover & Company. Darüber hinaus war er auch an der Gründung weiterer Unternehmen beteiligt, die später die Grundlagen für den großen multinationalen Mitsubishi-Konzern und die Brauereigesellschaft Kirin bilden sollten. Vom Glover Garden aus hatte man, by the way, auch eine super Aussicht auf eine wundervolle große Kirche. Und das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, denn Nagasaki war so quasi die erste Anlaufstelle des Christentums und dort steht auch unter anderem die allererste Kirche. Allerdings sieht die komplett anders aus und ist ziemlich alt. Man kann sie auch besuchen. Wir wollten sie auch besuchen, aber das haben wir aber leider zeitlich nicht mehr hinbekommen. Wir hatten nämlich noch etwas anderes auf dem Plan. Auf dem Weg zum Hotel haben wir uns aber erstmal Castella mitgenommen, denn das ist ganz, ganz, ganz bekannt für Nagasaki. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, aber wir haben den normalen Castella-Kuchen gekauft. Ach ja, ehe ich es vergesse, bevor wir uns auf den Weg ins Hotel gemacht haben, war ja auch nochmal natürlich Zeit für Mittagessen. Und da mussten wir natürlich auch etwas essen, wofür Nagasaki sehr bekannt ist, und zwar Sara Udon. Und da kam uns Chinatown natürlich wie gerufen. Allerdings war das Restaurant, was wir besuchen wollten, geschlossen und daher sind wir dann einfach in das Restaurant gegenüber gegangen. Es war echt richtig lecker. Chinatown in Nagasaki ist im Vergleich zu dem in Yokohama wirklich sehr, sehr, sehr klein und man hat es gefühlt in ein paar Minuten abgelaufen. Dann sind wir aus Nagasaki rausgefahren und haben einen kurzen Stopp in unserem Hotel gemacht. Und danach ging es weiter zu einem ganz besonderen Spot, und zwar zum Themenpark, oh je, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, denn ich kann kein Niederländisch, Huis-ten-Bosch? Ich blende es mal hier ein, also jeder, der des Niederländischen mächtig ist, bitte korrigiert mich in den Kommentaren. Dieser Park ist eine originalgetreue Nachbildung einer niederländischen Stadt und nachts ein riesiges Illumination-Spektakel. Huis ten Bosch oder übersetzt auch Haus im Wald wurde im März 1992 zur Erinnerung an die lange und ereignisreiche Geschichte zwischen Japan und den Niederlanden erbaut.
Direkt vor dem Park befindet sich ein riesiges Hotel, das auch schon sehr eindrucksvoll aussieht. Wir konnten an dem Abend nur einen Teil des Parks sehen. Es ging noch ein Stückchen weiter. Aber ich bin mir sicher, dass dieser Park auch tagsüber ein tolles Erlebnis ist. Ja, und dann ging es wieder zurück ins Hotel und ausruhen für den nächsten Tag. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Kyushu-Teil. Der kommt hoffentlich ganz bald. Und mit besserer Stimme. Sorry nochmal. Ich hoffe, es war okay. Also Leute, man sieht sich. Bis dann.